Hallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch den zweiten Teil unseres Gartens. Es ist fast Mitte November. Die Regenzeit hat jetzt mittlerweile so langsam angefangen. Allerdings hat das Wasser nicht gereicht, um hier unsere Maispflanzen zu retten, oder zumindest nicht alle. Und da ich ja im letzten Video erwähnt hatte, dass es ungefähr in 4 bis 6 Wochen fertig sein würde, schauen wir uns den heute gemeinsam an. Also könnt ihr hier schauen, was hier noch davon übrig geblieben ist, von unserem tollen Mais. Ich suche mal einen guten aus. Hier. Schauen mal, welche Varietät. Okay, das ist nicht der rote. Das ist ein weißer, das ist eben jetzt gemischt. Jetzt schauen wir uns noch einen anderen an. Der ist etwas kleiner. Hier haben wir auch einen weißen. Okay, ich wollte jetzt mit euch einen roten erwischen. Das ist der Vorführeffekt. Hat der rote nicht, hat sich nicht durchgesetzt. Genau, also hier diese Fläche ist auch nur vom Regen gespeist. Also wir haben hier nur selten extra bewässert, weil wir eben so eine Wasserknappheit hatten. Also wir hatten gerade so genug Wasser, um oben unser Gemüsebeet zu versorgen, aber hier unten ist es halt doch etwas weiter weg vom Haus. Wir essen den nämlich gerne jung und nicht so ausgereift. Also schauen wir einfach mal, wie der geworden ist. Ja, es ist klein, aber hier schön knackig und schön frisch. Also der schmeckt sicherlich ganz gut. Gucken wir mal hier uns den weiteren an. Okay, der ist leider etwas ernüchternd. Hier ist nicht viel drin. Aber das macht nichts, weil wir den Mais nämlich, weil der auch nämlich viel Biomasse aufbaut und diese uns hilft, den Boden auch mit aufzubauen. Hier haben wir auch sogar einen dabei, der etwas rot ist. Dadurch, dass die auch gemischt angebaut wurden, weißer und roter Mais, haben die sich also so ein bisschen vermischt mit der Farbe. Es ist also kein reiner roter Mais mehr, sondern eben schon eine Mischung. Und ja, und dadurch, dass wir jetzt auch keinen mineralischen Dünger verwendet haben, ist das natürlich auch eher ein Experiment, ne? Also wir gucken, wie sich die Erde mit der Zeit verändert und fruchtbarer wird. Hier haben wir noch zwischendurch drin eine Zitronenpflanze, die auch mit zum System gehört. Also wir haben ja hier mehrere Obstbäume. Das hier ist jetzt wahrscheinlich ein veredelter, der wird jetzt wahrscheinlich bald blühen, hoffentlich. Und ja, das hier hatte ich das letzte Mal auch schon gezeigt. Das ist jetzt hier Gliricidia, eine Leguminose, die also sehr leicht vermehrbar ist mit Stecklingen und also Stickstoff in unser System, also Stickstoff aus der Atmosphäre bindet und dann die anderen Pflanzen damit versorgt. Und wir können die also immer mal wieder, das ist jetzt nicht hier so viel Biomasse, aber theoretisch schneidet man dann einfach hier so Zweige ab und das hier ist dann trägt dann dazu bei, dass der Boden dass die Bodenlebewesen eben was zu essen haben, um es jetzt mal grob zu sagen. Können wir gerne weiterlaufen. Hier möchte ich euch eine sehr wohl bekannte Pflanze zeigen, die Monstera deliciosa, die eine beliebte Zimmerpflanze ist oder auch großes Fensterblatt genannt. Vielleicht könnt ihr ahnen, warum. Auch weil sie so Löcher hat und man da durchschauen kann, also vielleicht wie so durch ein Fenster schaut. Oder hier seht ihr das vielleicht etwas näher. Und die Fruchtstände sehen eben so aus. Die sind noch nicht reif, aber in 1-2 Monaten können wir die
verköstigen. Und da fallen dann diese Schuppen, ja, sieht aus wie Schuppen, die fallen dann von alleine ab und die Frucht ist recht süß. Und die werden wir in 2 Monaten, dann werde ich euch zeigen, wie das aussieht. Ja, hier haben wir zum Beispiel auch immer mal wieder einen toten Baum stehen. Totholz ist also auch wichtig, weil es ein Zuhause für Insekten bietet und Insekten eben auch sehr wichtig in unserem System sind. Ihr seht auch ganz viele Löcher in diesem Baumstamm. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, also da nisten sich gerne Käfer, Bienen, Fliegen, alles Mögliche nistet sich dort ein. Und da sonst die Landschaft sehr verarmt ist, ist es natürlich ein willkommenes Zuhause für so manche Insekten. Ja, wir haben immer mal wieder hier solche Gräser stehen, die also schön aussehen, aber auch sehr wichtiges Mulchmaterial sind. Also die können wir immer mal wieder regelmäßig beschneiden und dann hier auch einfach drumherum auf den Boden legen, weil sie so nochmal das Wasser besser bremsen, das Regenwasser, und dass die Pflanze auch nochmal zu neuem Wachstum anregt. Und so können wir eben Bodenfruchtbarkeit noch schneller aufbauen. Hier zwischendurch steht noch ein Granatapfelbaum. Der Granatapfel wird hoffentlich auch jetzt im kommenden Jahr anfangen zu blühen. Werde ich euch auch zeigen, sobald er das tut. Und natürlich hier für die Nützlinge ein paar schöne Blumen hier und da. So, ja, dann können wir jetzt gerne weiterlaufen. Ja, das hier ist eine Maniokpflanze, die also sehr trockenheitsresistent ist und dadurch ja, gar nicht so einen Stress hatte, dass es wenig Wasser gab. Und dieser hier, ja, der ist wahrscheinlich so in 1-2 Monaten auch so weit, sodass wir ihn dann aus dem Boden reißen können und die Wurzeln, also die Tuberkel, ernten können. Da werde ich euch auch mitnehmen. Aber hier lokal isst man auch die Blätter dieser Kultur, die ungefähr ein Jahr, ja, 9 bis 12 Monate braucht, um zu reifen. Also hier benutzt man sammelt man diese Blätter. Wir stampfen die Blätter ein, genau, machen daraus einen Brei und dann kochen wir diese Blätter mit Backpulver, also lokal macht man das mit Backpulver, damit sie so richtig schön breiig werden und da kein Pflanzenteil mehr übrig bleibt. Und dann mischt man das mit Erdnussmehl und das ist super lecker. Vielleicht habe ich auch die Chance, euch das mal an einem Tag zu zeigen. Genau, und dann hier noch ein paar Papayas, die besser eigentlich im heißeren Klima gedeihen, die ich euch hier noch kurz zeigen möchte. Leider hat dieser Baum er hat eine Viruskrankheit gehabt. Das erkennt ihr auch daran, dass diese Blätter hier so ein bisschen zerknüllt aussehen. Ja, leider ist der nicht so vital, der Baum, aber trotzdem liebe ich Papaya so sehr, dass ich es ausprobieren wollte und hier auch ganz kleine Papayas dabei rausgekommen sind, die auch einigermaßen gut schmecken. Die könnten süßer sein, aber ja, sind eben so mittelmäßig. Genau, und ich hatte euch ja von diesem Fertilizer, also ja, Dünger, von der Düngerpflanze erzählt, Mexican Sunflower, mexikanische Sonnenblume. Da können wir immer mal wieder hier diese Blätter so abschneiden und dann hier so als Bodenmulch verteilen. Ja, und das ist eben super für den Boden oder können wir auch auf dem Kompost auftragen. Und das versorgt die Pflanzen mit nochmal extra Nährstoffen. Ja, dann können wir schon weiter spazieren. Ich habe nämlich noch eine nächste Station, die ich euch gerne zeigen würde. Kommt mit.
Hier möchte ich euch noch was Schönes zeigen. Das hier ist eine Hirse, die ja auch mittlerweile in Deutschland ganz viel angebaut wird, weil sie sehr trockenresistent ist. Und das Besondere an der Hirse ist auch, das hier sind die Fruchtstände, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, dass sie eben mehrjährig ist. Also dass man sie gar nicht jedes Jahr aussehen muss, zumindest in den Tropen nicht. Und das macht sie zu was Besonderem. Kann sie also einfach immer wieder zurückschneiden. Wie zum Beispiel, also hier schneide ich die einfach mal ab. Und das ist auch wieder wunderbares Bodenmaterial, oder können wir auch gerne auf den Kompost hauen. Grünmaterial ist immer das, was am meisten fehlt. Also deswegen versuchen wir, von wo es geht, grünes Material herzubekommen und immer wieder den Boden damit zu füttern. Da steht eine Banane mit Kindern sozusagen. Hier stehen schon 1, 2, 3 Kinder bereit, die wir also schon von der Mutterpflanze trennen könnten und dann schon irgendwo weiter anbauen könnten. Die speichert sehr gut Wasser, deswegen ist sie sehr beliebt in diesem System. Und bringt natürlich auch zusätzlich noch Bananen, die vor allen Dingen unsere Tochter sehr gerne isst. Dann haben wir hier ein paar Kräuter, die ihr auch in Europa findet, wie hier ein paar Karotten, die wir auch demnächst ernten. Oder hier der Spitzwegerich. Da muss man allerdings aufpassen, weil der recht invasiv ist. Der breitet sich also sehr schnell von alleine aus. Deswegen nehme ich auch immer wieder Blätter und fütter damit die Hühner und nehme dann auch die Stängel mit den Samen, damit da nicht zu viele sich ausbreiten. Ja, ist aber auch eine sehr ertragreiche Pflanze hier in den Tropen. Dann sehen wir hier zum Beispiel einen Avocadobaum. Das ist ein Sämling. Da seht ihr ganz viele, hier findet ihr im Garten, die habe ich einfach verteilt und möchte die dann irgendwann veredeln. Das heißt, ich schneide sie dann hier ab und pfropfe eine Pflanze auf, die mir besonders gut gefällt, also eine, die zum Beispiel sehr leckere Früchte hat. Da nehme ich euch vielleicht auch noch mit auf eine Reise. Das hier ist ein beliebter Baum aus Ecuador oder aus den Anden, besser gesagt. Tomate de Árbol oder Baumtomate. Die blüht gerade hier. Hoffentlich kann ich euch davon auch bald ein paar Früchte zeigen. Denn ja, doch hier ist eine Frucht schon. Okay, hier seht ihr auch ein paar Früchte. Ja, ich möchte euch noch diese schöne Kaktuspflanze zeigen, die ich das letzte Mal schon erwähnt habe. Pitahaya nennt die sich. Und die hat so schöne große Blumen gerade. Und daraus entwickelt sich auch eine leckere Frucht, die ich euch hoffentlich auch in einigen Monaten zeigen kann, wenn sie reif ist. Leider gibt es hier keine natürlichen Bestäuber für die, deswegen müssen wir ein bisschen nachhelfen. Und hier diese Pollen, ja, das hier ist die weibliche Blüte. Und da müssen wir irgendwie es schaffen, Pollen hier reinzubringen in diesen Kelch, sodass die schön eine Frucht ausbildet. Ja, das ist natürlich aufwendig, wenn wir uns überlegen, dass wir davon leben müssten. Aber ja, diese Früchte sind auch gar nicht so billig. Also so, hier habe ich sie noch nicht gesehen in Malawi, aber in Lateinamerika ist so eine Frucht sicherlich 50 Cent oder so wert, mindestens. Deswegen ja, helfen wir einfach hier ein bisschen nach und bestäuben die also. Und hoffentlich haben wir dann bald Ertrag. Das hier ist sozusagen der Stempel hier. Vielleicht kannst du ein bisschen näher dran kommen. Das hier ist der weibliche Teil der Blüte. Und hier muss also der Pollen reinwandern. Und es ist beides vorhanden. Nur schafft er das eben nicht alleine, der Pollen. Also das hier ist der Pollen, ne? Das hier ist der Pollen. Man sieht in der Dunkelheit leider nicht jetzt den Staub. Ja, aber da ist so ein bisschen. Hat auch nicht so reichlich.
Aber ja, es reicht auch schon einfach so ein kleines bisschen Staub und wenn das dann auf den Stempel drauf geht, dann bildet sich die Frucht aus. Ja, das war's auch schon mit unserer kleinen Gartentour. Ich hoffe also, dass ich euch in Zukunft zeigen kann, wie die Pflanzen sich so entwickeln und was wir so ernten und Leckeres verkochen, wie zum Beispiel diese eckigen Bananen, die man im Spanischen Plátano Cuadrado nennt. Hier haben sie gar keinen besonderen Namen, aber die werden gerne frittiert oder wenn sie reif sind, auch gerne ja, einfach so gegessen. Sind auch sehr lecker. Genau, ja, in dem Sinne freut mich, dass ihr mich heute mit begleitet habt und ich bin gespannt auf das nächste Mal. Tschüss!